Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, der E-Commerce-Agentur. Was ist das Schlimmste, was dir gerade am Anfang als Online-Händler passieren kann? Klar, ein Problem kann sein, dass die Kunden nicht kaufen und du keine Einnahmen zu verzeichnen hast. Aber wie du mit den richtigen Produkten auch die nötige Aufmerksamkeit durch SEO erhältst, kannst du ja in unseren SEO-Playlists nachschauen. Mindestens genauso gravierend ist aber eine Abmahnung wegen fehlender Rechtstexte, die man sich durchaus ersparen kann. Wir zeigen dir heute einen Weg, an kostenlose Rechtstexte zu gelangen und demonstrieren euch, wie ihr diese in Shopify einpflegt. Dabei gibt es nicht nur einen Weg ans Ziel zu gelangen. Natürlich wäre es die galanteste Methode, sich die Texte von einem Rechtsanwalt vorschreiben zu lassen, aber gerade am Anfang ist das nötige Kleingeld dafür noch nicht vorhanden oder wird an anderer Stelle gebraucht. Deshalb haben wir uns für die kostenlose Alternative entschieden: Rechtstexte von Trusted Shops. Bevor wir uns nun auf diese Seite begeben, möchten wir darauf hinweisen, dass wir in diesem Video keine rechtliche Beratung geben dürfen und das hiermit auch nicht tun. Wir zeigen euch lediglich auf, wo die Rechtstexte zu finden sind und wie ihr diese integriert. Bei rechtlichen Fragen bitte einen Anwalt konsultieren. Wir verlinken euch die Seite, auf der ich mich gerade befinde, in der Beschreibung. Wie ihr hier seht, habt ihr zwei Auswahlmöglichkeiten. Je nachdem, wie umfangreich euer Shop ist, welche Sprache ihr benötigt und welche Zusatzleistung ihr in Anspruch nehmen wollt, gibt es einen Tarif für 24,90 € im Monat oder eben kostenlos. Wenn ihr es für den Anfang so simpel wie möglich haben wollt, könnt ihr auch die kostenlose Alternative wählen, was wir nun tun werden. Das vereinfacht euch dann auch die Auswahl. Es werden nämlich nur Texte für den deutschen Zielmarkt generiert. In unserem Fall betreiben wir einen Shopify Online-Shop und verkaufen an Verbraucher. Die URL eures Shopify-Shops könnt ihr hier einsehen. Im ersten Schritt wählt ihr die Rechtsform eures Unternehmens aus, tragt den vollständigen Namen des Unternehmens ein und konkretisiert, ob ihr umsatzsteuerpflichtig seid oder nicht. Je nachdem, welche Rechtsform ihr wählt, entstehen natürlich auch andere Felder. So muss bei einer GmbH der Geschäftsführer genannt werden statt der Inhaber. Diese Angaben sind allerdings selbsterklärend. Sollte es dazu trotzdem konkrete Fragen geben, gerne in die Kommentare schreiben. Im dritten Schritt die Geschäftsadresse bzw. die Kontaktmöglichkeit eintragen. Anschließend müsst ihr angeben, ob euer ausgeübter Beruf einer behördlichen Zulassung bedarf. Es gibt nämlich verschiedene Berufsgruppen, die von einer Behörde oder Ähnlichem überwacht werden. Wenn ihr einer solchen Berufsgruppe angehört, müsst ihr darüber und über die zuständige Aufsichtsbehörde informieren. Dazu zählen zum Beispiel Meisterberufe, Apotheker, Optiker und so weiter. Solltet ihr dieses Feld verneinen, ist das untere Feld für euch auch nicht mehr relevant, da sich diese Angaben zur Berufshaftpflicht nur auf regulierte Berufe beschränken. Im letzten Schritt wird auf die Inhalte eures Online-Shops eingegangen. So gelten gesonderte Bestimmungen für Seiten mit redaktionellen Texten, aber auch Branchen, die zur Teilnahme an einem Streitbeteiligungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle verpflichtet sind. Diese Teilnahmepflicht ist aber nicht für Online-Händler allgemeingültig, sondern gilt wie gesagt nur für spezielle Ausnahmen. Informiert euch also individuell, ob ihr dazu zählt. Im nächsten Schritt wird nach der freiwilligen Teilnahme gefragt. Wenn entwicklungsbeeinträchtigende oder jugendgefährdende Telemedien angeboten werden und diese allgemein zugänglich sind, muss ein Jugendschutzbeauftragter bestellt werden oder ein Beitritt bei einer Einrichtung der freiwilligen Selbstkontrolle erfolgen, also der FSK. Dementsprechend ist dies hier anzugeben. Zu allerletzt erstellt ihr ein Benutzerkonto bei Trusted Shops und könnt nach der E-Mail-Verifizierung euren Rechtstext, in unserem Fall das Impressum, herunterladen. Dazu geht ihr in euren Account, klickt in der linken Spalte auf Rechtstexte und seht hier eure bisher generierten Rechtstexte. Der einfachste Weg ist nun, den Text mit diesem Symbol zu kopieren und in eurem Shopify Backend zu gehen. Hier befinden wir uns nun und gelangen unter Einstellungen und Legal zu der Rechtstextseite. Wir können nun die Widerrufsbelehrung integrieren, die Datenschutzerklärung, die AGBs, das Impressum, was wir jetzt auch tun werden, da sich dieses ja bereits im Zwischenspeicher befindet, und die Versandbedingungen. Alles außer den Shipping Terms, also den Versandbedingungen, könnt ihr wie eben angezeigt bei Trusted Shops generieren. Diese sind nämlich zu individuell. Wir führen euch dafür hier mal ein Beispiel an, wie diese Versandbedingungen aussehen können und formuliert werden. Was in jedem Fall gewährleistet sein muss, dass diese mit den AGBs d'accord gehen. Ansonsten nichts formulieren, was nicht der Wahrheit entspricht oder ihr nicht einhalten könnt. Wenn ihr euch gut beraten gefühlt habt, honoriert das doch mit einem Like, gerne auch abonnieren, um die weiteren Rechtsthemen nicht zu verpassen, bei Fragen kommentieren und gewissenhaft die Rechtstexte integrieren. In diesem Sinne viel Erfolg wünscht euch euer eBakery-Team.